Mein Name ist Dirk Freitag-Stechel. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der CUP Laboratorien Dr. Freitag GmbH in Radeberg. Wir sind ein Auftragslabor für GMP-Analytik, sind GMP-zertifiziert, sind FDA-inspiziert und unsere besondere Spezialität sind Prüfungen von radiopharmazeutischen Produkten, auch radioaktiven Pharmazeutika. Wir haben hier einige Spezialitäten im Angebot, zum Beispiel die Sterilprüfung von radioaktiven Pharmazeutika und untersuchen auch sehr intensiv die Tracer, die Präkursoren von Radiopharmazeutika, die sehr häufig Peptide oder peptidartige Verbindungen sind. Typische Analysenmethoden sind dort zum Beispiel HPLC, HPLC-MSMS, ICP-MS, aber eben auch vor allem für die Nettopeptidgehaltsbestimmung, die Elementaranalyse. Unsere Kunden kommen fast ausschließlich aus dem pharmazeutischen Bereich. Wir haben einen sehr, sehr hohen Anspruch an unsere Analytik, was das Analytische, aber auch vor allem das Regulatorische anbetrifft. Denn uns ist sehr bewusst, dass unsere Prüfleistungen an Pharmazeutika in Arzneimittel einfließen und die Arzneimittel dann auch Menschen verabreicht werden. Wir nutzen das Unicube der Firma Elementar im Wesentlichen zur Bestimmung des Nettopeptidgehaltes. Für unsere Kunden untersuchen wir Peptide, die sehr teuer sind, die nur in geringen Mengen hergestellt werden. Und das Besondere an der Bestimmung des Nettopeptidgehaltes mit Elementaranalyse ist, dass man nur sehr wenig Substanzmenge braucht, aber durch die Nutzung des Stickstoff und des Schwefels zur Ermittlung des Nettopeptidgehaltes sehr, sehr belastbare, absolute Ergebnisse bekommt. Wir haben uns entschieden, den Nettopeptidgehalt mittels CHNS-Analytik nach Elementar zu bestimmen, statt mit Aminosäureanalytik, da das Verfahren in den Arzneibüchern sowohl dem europäischen als auch dem US-amerikanischen beschrieben ist und wir als GMP-Labor uns nach den Arzneibüchern richten. Bei der Nettopeptidbestimmung werden typischerweise 2 Milligramm Probe eingewogen. Dabei nutzen wir kleine Zinnschiffchen, in denen wir die Probe mit einem Spatel einwiegen. Um dann die Zinnschiffchen zu verschließen, nutzen wir Pinzetten. Dabei ist auch darauf zu achten, dass die Zinnschiffchen dann luftfrei verschlossen werden. Und außerdem ist es wichtig, dass keine organischen Verunreinigungen durch die Hände zum Beispiel in die Probe gelangen. Die CHNS-Analyse ist sehr einfach. Einerseits, weil die Probenvorbereitung sehr schnell geht und wenn man das Handling der Probenvorbereitung dann gut beherrscht, kann man auch viele Proben vorbereiten. Die Analyse mit dem Unicube ist dann auch sehr einfach, weil unsere Messmethode nur 12 Minuten lang ist. Dadurch können wir auch viele Proben an einem Tag durchsetzen. Die Gerätewartung am Unicube ist einfach, eben weil das Gerät über viele Steckverbindungen verfügt, wodurch verschiedene Einzelteile auch einfach ausgetauscht werden können. Besonders gut am Unicube gefällt mir, dass das Gerät insgesamt sehr wartungsarm ist. Also es gehen selten irgendwelche Teile kaputt. Und wenn dann doch irgendwas ist, dann ist auf jeden Fall die Geräteanweisung sehr gut beschrieben, sodass man hier vor Ort im Labor auch das Gerät gut auseinanderbauen kann und dann auch einzelne Ersatzteile selber einbauen kann. Weiterhin ist auch die Kundenbetreuung von Elementar sehr gut und da gab es bisher keine Probleme. Um die CHNS-Analytik GMP-konform betreiben zu können, hilft uns der Unicube und seine Software von Elementar sehr. Wir können sowohl Benutzer- als auch Rechtemanagement verwalten, können also Benutzer auf verschiedenen Ebenen einstellen und ihnen die entsprechenden Rechte zuweisen. Ein Benutzer niedrigerer Ebene kann zum Beispiel Messungen durchführen, aber keine Kalibrierung und andersherum genauso. So ist es uns möglich, GMP-konform nach KM5 zu arbeiten. Letztendlich haben wir uns für Elementar entschieden, da es diese Firma bereits sehr lange auf dem Markt gibt und die Produkte etabliert sind und das ja auch für sich spricht.